Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute reden wir über Martin Kars. Schafft er vielleicht sogar einen Schritt in die erste Bundesliga jetzt schon oder sollte noch ein Jahr beim FCM bleiben? Über all das reden wir. Es gibt eine kleine Spieleranalyse für euch. Lasst gerne hier ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit starten wir direkt rein. Let's go. Ja, wir fangen direkt an mit den Qualitäten. Genauso wie bei Nick Meyer beim letzten Mal geht es nun um Martin Kars. Die Qualitäten sind relativ klar, auch ausgewogen, hat wenig Schwächen, muss man sagen, weil es ein allgemeiner Spielertyp ist für viele Spielsysteme. Ist natürlich eher kein Spieler über Kopfbälle, sondern eher ein Spieler, der über das Spielerische kommt. Auch das hat unter Tietz sehr gut funktioniert. Bei Fiedler kann ich mir vorstellen, dass es auch wieder sehr gut funktionieren wird, weil er ein sehr ähnliches System spielt. Ja, man muss einfach sagen, hier ganz klar, er ist ein guter Spitzenläufer. Er kann gut in die Spitze laufen, weiß ganz genau, wann er starten muss. Das haben wir oft genug gesehen, vor allem bei Spielen gegen Schalke oder auch Elversberg hat er das sehr gut gemacht. Ist da auch meiner Meinung nach so, was das Spitzenlaufen angeht, der beste Spieler in der Liga. Auch eine gute Torerfolgsquote hat er vor allem in der ersten Hälfte und zweiten Hälfte. Anfangs, hinten raus wurde es etwas schlechter, wo er oftmals einen liegen lassen hat. Aber vor allem die war anfangs sehr gut. Zudem ist er sehr laufstark, auch statistisch sehr gut dabei, er hat die meisten intensiven Läufe der Liga, das mit Abstand sogar. Also wirklich, da hat er seine Qualitäten und damit auch noch zum nächsten Punkt, was nämlich die Laufstärke auch nochmal ein bisschen unter Beweis steht, nämlich, dass er defensiv auch mal aushilft. Er ist nicht nur mal im Sturm. Wenn er merkt, die Druckphase ist jetzt hinten, dann ist er auch in der Verteidigung, er hilft dann auch da mal aus und macht das auch sehr gut. Also wirklich roundabout ein Stürmer, der sehr, sehr viel Qualitäten hat in unterschiedlichen Bereichen und ein sehr, sehr ausgeglichener Stürmer ist. Statistik ist damit für die Saison 24-25. Wir reden dann über die Fakten von ihm natürlich ganz klar und eindeutig über die Spiele, über die Spielzeit, über die Karten und natürlich Tore, Vorlagen und Alter. Das sind ja die wichtigen Punkte, glaube ich, in so einer Analyse, die einem auch wichtig sind. Alles weitere, was zu tief reingeht, ist, glaube ich, für euch gar nicht so interessant. Ja, er ist 26 Jahre alt, hat 34 Spiele beim FCM gemacht, 3059 Minuten ist er gegangen, durchschnittlich sind das 90, also jede einzelne kann man sagen. 2 gelbe Karten und eine gelb-rote hat er sich dabei mitgenommen gegen Kaiserslautern. Er kam insgesamt auf 20 Tore und 6 Vorlagen und ist damit einer der besten Zweitligastürmer der Liga. Auf Platz 2 damit auch. Nur Davy Selke konnte ihn schlagen. Jetzt kommen wir natürlich wieder zur Frage, wer hält er denn eigentlich mit Ragnar Ache und Musa Sitter, denn das sind seine Konkurrenten und laut Marktwert und Alter dementsprechend, wenn man die im Vergleich zieht, sind die besser als Kars. Wie das wirklich ist, wie die Analyse aussieht dazu, sehen wir jetzt nämlich. Wir fangen wieder mit Martin Kars an. Martin Kars, er ist natürlich, wie gesagt, 34 Spiele gegangen für den FCM, dabei 3059 Minuten, durchschnittlich 90. Auch das hatten wir schon, hat ein paar Karten bekommen, ist 26 Jahre alt, also damit schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter und auch er muss bald zusehen, dass er vielleicht nochmal in die Bundesliga kommt. Da bin ich mir aber sehr sicher, da wird er irgendwann landen. Unter anderem gab es ja Interesse von Bremen, die ihn gescoutet haben sollen. Aktuell gibt es nichts Genaues, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Aktuell sieht es auch eher nach einem Verbleib in Magdeburg aus. Kommt nun auf die richtige Transferphase der Bundesligisten an, nach der Club-WM. Ja, damit kommen wir zu Ragnar Ache. Ein Top-Stürmer von Kaiserslautern, hat 7 Millionen Marktwert. Martin Kars im Vergleich bevor dem Marktwert-Update 4 Millionen. 26 Jahre ist er alt, 32 Spiele ist er gegangen, 2118 Minuten, was durchschnittlich 66 sind. Eine gelbe Karte hat er bekommen, 18 Tore und eine Vorlage gemacht. Ja, das sind klare Statistiken. Und dann auch hier möchte ich einmal persönlich eine Frage an das liebe Transfermarkt-Team stellen. Ich kann mir eigentlich nur einen bestimmten Zusammenhang vorstellen, warum es so ist, nämlich der Verein. Martin Kars im Gegensatz zu ihm nur 4 Millionen wert ist. Ich glaube, Köln hat da noch so einen kleinen Bonus drin dann jetzt, obwohl das noch vor Köln war. Und ja, Kaiserslautern hat, glaube ich, auch allgemein ein bisschen mehr Marktwert als wir. Und deswegen ist das, glaube ich, so, dass ein Martin Kars im Gegensatz zu Ache nur 4 Millionen wert ist. Vor Marktwert-Update.
Ja, nun kommen wir auch schon zu Silla. Auch er ist Mehrwert mit 6 Millionen. Schalke spielt unter uns, klar. Aber er war der klare Spieler, der sie in der Klasse gehalten hat. Bei 28 Spielen ist er 2315 Minuten gegangen, was durchschnittlich 83 sind. Ja, er kommt auf 16 Tore plus eine Vorlage. 3 gelbe Karten hat er dabei auch gesammelt. Und auch im DFB-Pokal nicht getroffen. Er ist, glaube ich, der Spieler, warum Schalke überhaupt in der Liga geblieben ist. Das spiegelt sich auch klar in den Toren wieder. Hat eine gute Torquote, zudem auch eine klare Mitbeteiligungsnote und könnte nun auch wechseln in die erste Bundesliga oder auch vielleicht in die zweite französische Liga. Allgemein da gibt es sehr, sehr viele Angebote für ihn. Schalke würde ihn gerne abgeben für ein bisschen Geld. Denn das Geld brauchen sie ganz dringend, um weitere Transfers zu tätigen. Wie das aber im Endeffekt wird oder passieren wird, sehen wir dann. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Ranking. Auf 1, und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Kritik sogar, sehe ich Kars eher spielerisch besser als die beiden. Kann die Spitzenläufe richtig gut. Die Ballbehandlung ist zwar nicht so gut bei ihm, aber dafür hat er auch über Scorer beweist, dass er definitiv einen Marktwert wie Ache oder auch Silla haben sollte, meiner Meinung nach. Auf Platz 2, klar, Silla. Er ist meiner Meinung nach noch ein bisschen wichtiger gewesen für die Mannschaft. Ache aber auch ein absoluter Topspieler und das wird er auch bei Köln unter Beweis stellen. Da bin ich mir sehr sicher. Das war der einzige von den ersten Liga. Persönlich sehe ich trotzdem die beiden etwas weiter vor ihm. Nun kommen wir zu den Schwächen von Kars. Persönlich fehlt bei ihm oftmals die Konstanz. Hat er mal 6, 7 Spiele nicht getroffen. Auch das war ja da nämlich direkt ein paar Dribblings verkackt hat. Oder auch mal die Ballbehandlung, die etwas schlechter war. Das waren vor allem in der Zeit die Punkte, die man klar kritisch ansehen muss. Und auch die Torerfolgsquote, die ich am Anfang gelobt habe, war da relativ niedrig, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Und auch da hat der FCM dann ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt. Vor allem das lag aber auch daran, dass Spieler wie Eren Kuri verletzt waren. Zum Schluss der Saison hat er natürlich wieder dann komplett aufgetourt und ist jetzt auch wieder sehr, sehr gut drin. Wenn er das in die nächste Saison übernimmt, wäre das natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einer der besten Stürmer in der Liga sein wird. Beziehungsweise sogar, da das Selke jetzt weg ist, der beste Stürmer der Liga. Mal schauen, was kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn er bleibt. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne wieder in den Kommentaren. Jeder Spieler hat Entwicklungspotenzial und auf Fiedler kann es natürlich sehr gut enden, weil er ein Talenteförderer ist. Mal schauen, ob er bleibt und wie er sich dann entwickelt. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne, wie gesagt, in den Kommentaren. Auch gerne Kritik zu ihm. Alles gerne gesehen. Liken, abonnieren, nicht vergessen, Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen und direkt informiert zu sein. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und habt 99 Mitglied. Dankeschön, wenn ihr das macht.